Die Champions League ist zurück bei uns im Waldstadion. Warum die Hymne vor dem Spiel nicht mehr gespielt wird, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Aber naja, was will man machen? So, Auftakt jetzt gegen Dynamo Zagreb. Gegen die haben wir ja mit Dortmund auch gespielt, bin ich der Meinung. Entweder in der Gruppenphase oder in der K.O.-Phase. Ich glaube in der Gruppenphase, oder? Naja, ist ja auch egal. Jetzt spielen wir hier mit der Eintracht. Bin sehr, sehr gespannt nach dem 4-1 gegen Union, was wir hier heute raushauen. Ich glaube, heute wird es nicht so einfach. Also ich sage das jetzt einfach schon mal vorneweg, damit ich eine Ausrede habe, wenn ich es dann doch irgendwie nicht hinkriege. Aber ich bin sehr optimistisch. Und auch hier gibt es in den ersten 5 Minuten direkt mal so einen Foul von hinten. Ja, auch die gelbe Karte hier für Bogdan Michalichenko. Ah ja, also es wird auch ein sehr, sehr physisches Spiel. Sehr ruppig hier auch da. Ja, war halt nichts Bösartiges, aber ich glaube, gelbe Karte kann es ja doch schon geben. Ja, vorne reinflanken ist nicht. Wir machen mal hier mit Ebimbe kurz, genau. Jetzt hätte ich halt auch vorne einen Sascha Kalajdzic gebaut. Eigentlich muss ich den von Anfang an spielen lassen. Dann habe ich aber Mamouche oder Götze, ne? Irgendeinen von den beiden muss ich dann auf die Bank tun. Das kann ich halt nicht machen. Es müssen irgendwie beide spielen. Oh, schade. Van der Beek auf Ebimbe, das wäre gut geworden. Und es wäre halt auch wichtig, hier heute zu gewinnen, weil mit Inter und mit Man City in einer Gruppe, da wird sie dann einfach schon mal ein bisschen entspannter in die Spiele reingehen. Genießt nochmal hier unser Heimstadion. Das werden wir dann erstmal für eine Zeit lang nicht sehen, weil wir haben dann 4 Auswärtsspiele. Wir spielen dann gegen Gladbach im Pokal. Dann spielen wir in Dortmund. Dann spielen wir bei Inter. Dann ist erstmal Länderspielpause und dann spielen wir, glaube ich, in... Wo spielen wir dann? Ich glaube in Gladbach in der Liga. Also jetzt erstmal ganz, ganz viele Auswärtsspiele. Mamouche mit dem ersten Tor dieses Spiels. Mit dem ersten Schuss, mit dem ersten Kopfball und dann auch mit der Führung. Der setzt seinen Lauf fort. Der hat doppelt gegen Union getroffen. Sehr, sehr schön. Starke Flanke auch von Kadiogu. Also das kann der auch noch. Der ist nicht so schnell. Der kann auch gute Flanken schlagen. Den greift keiner an. Schönes Ding. Mamouche, Muttersehen allein natürlich. Große Abwehrfehler und das ist sehr, sehr gut. Genau, dazu ist eigentlich jetzt alles gesagt. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Hoffen wir mal, dass die Einzelführung uns so ein bisschen Rückenwind gibt. Ist auch nicht verkehrt. Und wenn wir dann durch den Oktober durch sind, wenn wir dann die Spiele rumbekommen haben, da ist auch der VfB Stuttgart. Oder ist der erst im November? Müssen wir nach dem Spiel nochmal gucken. Aber das wäre auf jeden Fall wichtig, wenn wir die Spiele hier gewinnen. Oder das Spiel, wenn wir im Pokal eine Runde weiterkommen, das wäre ideal. So ist der Wunsch. Ob es dann am Ende auch klappt, ist immer noch die andere Frage. Aber auch hier, so wie gegen Union, das wird eigentlich ein Spiel in eine Richtung. Die stehen jetzt hinten drin, werden wahrscheinlich vorne versuchen zu pressen. Dann schieben wir hinten raus. So, wechseln die Seite. Genau so ist der Wunsch. Meier, vielleicht kann er auch gut flanken. Ja, auf den ersten Pfosten, da ist keiner. Nevistic im Tor. Van der Beek auch vor der Abwehr. Wie gesagt, wenn der in echt auch an seine Form aus seiner Ajax-Zeit rankommt, das ist auch ein riesengroßer Gewinn. Und die Eintracht muss dann eigentlich im Sommer die Kaufoption, die sie hat, dann auch ziehen. Ich hoffe, dass er wirklich eine gute Rückrunde spielt, dass er sich wirklich für mehr empfehlen wird. Aber momentan läuft das Bällchen gut. Zagreb läuft bislang nur hinterher. Ja, Glück gehabt. Das hat er den Ball behalten. Mamouche, der kommt auch immer wieder. Sehr schön, hat ein bisschen Platz. Meier muss eigentlich hinterlaufen. Genau, jetzt haben wir halt leider keinen Kopfballstarken. Oh, wo kommt die Flanke denn hin? Deswegen halt da die Überlegung mit dem Sascha Kalajdzic. Aber Mamouche kann das auch. Wie gerade gesehen, kann er auch mit dem Kopf mal die Tore machen. Und wir pressen natürlich. Und es klappt sogar. Und der Schiri pfeift nicht ab und wir kriegen den Ball und wir sind vorne im Angriff. Mamouche. Allein gegen alle. Götze. Ah, schlecht gespielt. Aber Mamouche direkt wieder drauf. Vorne. Wahnsinn. Wie diese junge Dortmunder Mannschaft unter Jürgen Klopp damals. 2010, 2011. Die ist ja auch nach vorne gesprintet quasi. Die hatte so einen guten Pressing-Fußball gespielt. Die hatten auch die Spieler dafür. Das hat echt viel Spaß gemacht damals zuzuschauen.
Außer du warst der Gegner vom BVB, dann halt nicht. Aber ansonsten hat das richtig viel Spaß gemacht. Ugarte und Orban mit der nächsten Chance. Genauso müssen wir es machen. Weiter Druck machen vorne. Dann geht hier heute nur eine Mannschaft als Sieger vom Platz. Ja, ein Eckbälle, klar, da darf auch mal wieder ein Tor mit dabei sein. Warum nicht? Mit Ansage, Bayer, bumm, schade. Aber das bekommt die KI nie verteidigt. Warum auch immer. Da kann auch ein 2-Meter-Mann stehen. In der Innenverteidigung. Da geht gefühlt immer einer durch. Meier. Diesmal nicht. Oh, da kommt Mamouche ran. Und aufgepasst, jetzt sind wir in Unterzahl. Wenn sie schnell spielen, ja, machen sie. Kanenko ist nämlich durch. Und wir kriegen aus einem eigenen Eckball wahrscheinlich das Gegentor. Risté kommt nicht raus. Und so schnell kann es dann gehen. Das war natürlich nicht mit eingerechnet. Aus einem eigenen Eckball sich dann so einen Konter zu fangen. Da kommt Mamouche dann auch zu spät einfach beim zweiten Ball. Dann kommt da keiner hinterher. Risté. Ich wollte ihn rausholen. Ich habe gedrückt, dass er rauskommt. Aber er ist irgendwie hinten drin geblieben. Weil es wahrscheinlich schon so berechnet wurde, dass der Ball eh reingeht. Und wenn er rausgekommen wäre, dann hätte er den halt über den Keeper gelupft. Das sind jetzt wahrscheinlich die Möglichkeiten. Naja. Gut, also auch wieder ein Gegentor. Auch wieder nicht zu 0. Ich bin gespannt. Also das erste Spiel, was wir hier zu 0 spielen, keine Ahnung, da gebe ich eine Kiste aus oder so. Das muss ich mir dann auch rot im Kalender einstreichen. Und solange wir halt vorne immer 2, 3 Tore schießen, ist das auch okay. Aber das werden wir halt nicht immer machen. Und jetzt häufen sich hier ganz leicht die Fehler ein. Pacho, oh, es gibt's nicht schon wieder. Achtung. Ja, wir machen die Gegner immer wieder stark. Das war gegen die Hertha so, das war gegen Bayern auch so. Die waren eigentlich auch nicht besser als wir. Aber es geht dann halt doch noch nicht alles so leicht von der Hand, wie das manchmal aussehen mag. Zum Beispiel gegen Union. Da hat aber auch der Gegner mitgespielt. Kanenko mit der Ecke. Petkovic und Kaliounu auf der Linie. Oha. Sehr, sehr wichtig. Vorne vielleicht nochmal die Chance. Orban gegen alle. Ja, Schiri fährt ab. Schade. Wäre aber auch nicht durchgekommen. Ganz, ganz wichtig. Also, Zagreb durch ein Tor. Zack. Sind die auf einmal besser. Haben die große Chance zur Führung. Gut, dass Kaliounu da auf der Linie stand. So schnell kann es halt gehen. Ja, ist ein ausgeglichenes Spiel. Ballbesitz, da kannst du dir nichts verkaufen. Wichtig sind so die Schüsse aufs Tor. Und noch wichtiger ist natürlich das Ergebnis. Steht momentan nur 1-1. Wäre ein bisschen zu wenig. Deswegen mal gucken, was jetzt Zagreb in Halbzeit 2 mit uns vorhat oder mit sich selber vorhat. Pacho, sehr, sehr gut. So soll er es machen. Nächste Chance, Götze. Und jetzt aber ist Orban durch. Er hat angezeigt und jetzt ist er durch. Gegen Bernauer, da kommt keiner hinterher. Gift Orban. Jawohl. Da hat er sein Tor. Spider-Man. Die Spider-Murphy-Gang. Oder in dem Fall die Spider-Eagle-Gang. Vielleicht hier Orban. Eine seiner leichteren Aufgaben. Vors Tor, zack, mit der Seite rein. Der hat schon ganz schwierigere Tore gemacht. Oder ganz schwerere Tore. Zum Beispiel gegen die Bayern in der letzten Saison. Könnte man sich immer wieder angucken. So. Und das dürfte doch jetzt vielleicht der Brustlöser sein. Vielleicht machen wir jetzt innerhalb von 2 Minuten hier den Laden dicht schon. Mal gucken. Wieder Orban. Wieder. Ja, Abschluss kommt nicht. Mamouche, Ugarte, Van de Beek. Nee. So leicht geht's dann doch nicht. Aber jetzt unbedingt aufs dritte Tor gehen. Unbedingt aufs dritte Tor. Kaliounu gegen Rukavina. Ist das der von der Hertha oder hieß der anders? Ich bin der Meinung, bei der Hertha gab es auch einen, der hieß Rukavina. Nee, Rukavizia hieß der. Der hieß Rukavizia, nicht Rukavina. Oh, Verteidigung ist da, sehr, sehr schön. Genau, Hoffenheim. Nächstes Spiel ist in Hoffenheim, das habe ich noch vergessen. Also Hoffenheim, dann Gladbach im Pokal. Dann Dortmund auswärts und dann nochmal Inter. Und dann ist erstmal Länderspielpause. Ah, schade, Ball klappt nicht. Aber Van der Beek müssen wir auch mal machen. So ein Foul gibt nicht immer gelb. Aber bevor er da durchkommt, bringen wir nochmal Miretti rein. Der ist ein bisschen frischer. Wir haben ja die Leute, ne? Von daher auch mal einsetzen. Flanke kommt. Oh, der segelt hoch. Durchs Waldstadion. So, jetzt aufgepasst. Ebimbe. Götze Ebimbe. Ah, schade. Orban, wenn der durchkommt, das wäre ein richtig guter Spielzug gewesen. So, und Meier, gut.
Zagreb geht jetzt auch nicht unbedingt vorne aufs Pressing. Müssen sie ja auch noch nicht. Noch haben sie eine halbe Stunde Zeit. So, aber das hier, das sieht doch nach Fußball aus. Oh, Miretti, schade. Das sind halt zu riskante Bälle, aber wir holen den uns wieder. Alles gut, wir sind in Ballbesitz. Aber trotzdem brauchen wir irgendwie ein drittes Ding und irgendwann wird auch Kalajdzic reinkommen. Mamouche, Orban jetzt zum Beispiel in so Situationen. Da müssen wir es halt so ausspielen. Über Orban, Miretti. Miretti alleine gegen alle. Ja, weiß nicht wohin. Dann so Mamouche. Ah, zu spät. Beziehungsweise im falschen Moment. Ugarte passt auf. Der hat ein klassisches Stellungsspiel. Gefällt mir wirklich richtig gut. Meier, wir verpassen dann leider den entscheidenden Moment zu spielen. Na gut, der Druck, der ist jetzt sehr, sehr hoch natürlich. Da kann sogar der Innenverteidiger mit nach vorne gehen. Da wisst ihr schon, wie tief Zagreb steht. Wieder Orban, Mamouche. Ist keiner vorne. Müssen wir es so machen. Wieder abbrechen. Das ist jetzt echt wieder ein bisschen Handball. Meier und jetzt den Abschluss. Den nimmt sich jetzt Miretti. Da hat Nevistic ein bisschen komisch gestanden. So. Jetzt gucken wir mal. Sascha Kalajdzic dafür. Mamouche raus. Vorne Kalajdzic rein, obwohl der auch nicht mehr ganz fit ist. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen Kopfballstärke. Haraldsson hier nochmal. Und Mittelfeld. Ne, bleibt Ebimbe nochmal. Der ist noch weitestgehend fit. Müssen wir halt gegen Hoffenheim umstellen und dann wieder gegen Gladbach. Also ihr seht, wir haben ein bisschen was zu tun. Es werden auch fast alle dann zum Einsatz kommen. Also hier kann sich niemand beschweren, dass er nicht ausreichend spielt. Kalajdzic. Gibt nochmal Eckball. Mal eine andere Variante. Haraldsson, Miretti jetzt auf dem zweiten Pfosten. Da läuft Kalajdzic rein. Gut gemacht. Oh, da ist keiner. Meier nochmal am zweiten Pfosten. Aber das ist auch eine Variante. Die kann auch klappen. Aber es muss halt ein kopfballstarker Mann dann am zweiten Pfosten stehen. Ein Kalajdzic. Der ist da so ein bisschen fehl am Platz. Und deswegen vermisse ich auch diese Funktion oder dieses, ja, Tool nenne ich es einfach mal, was es damals in FIFA 10 gab und in FIFA 11 glaube ich auch noch, wo du im Trainingsmenü, in der Trainingsarena, vielleicht kennen das noch einige von euch, Laufwege quasi einstudiert hast, also aufgenommen hast und das dann gespeichert hast. Und du hast dann die Laufwege gesehen. Ja, das hast du im Spiel dann natürlich nicht gesehen, aber dann noch in der Arena so mit blauen Pfeilen oder mit einer blauen Strecke hast du dann gesehen, wo die Spieler halt langlaufen. Und so konntest du dir deine eigenen Taktiken machen. Und das war eine ziemlich coole Funktion. Ich weiß nicht, warum man das nicht wieder zurückbringt. Würden sich, glaube ich, einige auch drüber freuen. Also, ja, zumindest ich, aber ich habe ja da nichts zu sagen. Ugarte, jetzt aber Ebimbe, komm, muss ich da durchsetzen. Jawohl, ist schneller. Jetzt fehlt aber Kalajdzic. Da ist er. Und auch Orban mit dem Kopf. Schöner Kopfball, ja. Ob da der Fallrückzieher vielleicht... Naja. Wer weiß es schon. Ob der da besser gewesen wäre. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Es steht nur 2-1. Das ist wieder das Gefährliche. Dass wir das Ding nicht zumachen. Aber vielleicht ja jetzt Pressing. Oh, den müssen wir haben. Komm, Kalajdzic. Ja, den kriegt er. Haraldsson, Ebimbe. Komm, wir müssen noch einen Konter fahren. Einen einzigen Konter noch. Aber erstmal hinten den Laden dicht halten. Ebimbe, das ist gut. Vom Tor fernhalten. Ugarte, sehr, sehr schön gemacht. Ach, es war doch ein Freistoß. Das gibt's nicht. Es war ein ganz normaler Freistoß. Aber ein bisschen Frische für die Innenverteidigung. Tut er für die letzten 2-3 Minuten. Aber das musst du auch nicht verstehen, ne? Warum die Schiris da immer pfeifen. Naja, Achtung, hoher Ball kommt rein, Ebimbe. So, und jetzt aber nochmal. Auch wenn er nicht schnell ist. Komm, Kalajdzic musste nur in den Lauf legen. Orban, kein Abseits. Nochmal hochgeschnickt. Aus der eigenen Hälfte. Und jetzt rein damit. Ja, der trudelt rein. Und das ist der Sieg. Der erste. Sehr, sehr schön gemacht. Von hinten raus. So wie in der ersten Halbzeit, wo wir uns aus einem eigenen Eckball was gefangen haben, jetzt aus einer gegnerischen Standardsituation. Gut, das war ein bisschen unnötig vielleicht, aber gut. Ich hatte Platz, ich hatte den Raum, ich weiß genau, wann ich das mal machen muss und auch darf. In dem Fall durfte ich das und deswegen hat er keine großen Auswirkungen gehabt. Und dann geht der ganz langsam, du kannst den Ball dabei zugucken, du fühlst quasi, wie er über die Linie geht. Ja, und Orban, sehr, sehr schön. Schade, den hätte ich auch gerne in echt bei der Eintracht gesehen, aber gut. Es gibt halt so
Situation, wenn es halt nicht stimmt vom Gehalt her, oder was heißt vom Gehalt her, vom Marktwert her, von der Ablöse, soll es halt nicht sein. Egal, zumindest ist er in-game hier bei uns und beschert uns unter anderem den 3:1 Sieg gegen Zagreb. Sehr, sehr wichtig. Und somit gehen wir gegen Inter und gegen Man City mal ein bisschen beruhigter rein. Klar, auch mit dem Ziel, mindestens einen Punkt zu holen. Vielleicht geht ja sogar mehr. Oh, Barca gegen Dortmund auch nur unentschieden. Damit hätte ich jetzt auch unbedingt nicht gerechnet. Aber je nachdem, wer halt bei Barca spielt, wir müssen uns das halt mal angucken. Aber apropos, wir können ja auch gleich mal bei Inter und bei Man City vorbeigucken. Hat offenbar zu wenig Energie. Stärker auf die Energie konzentriert. Gut, es ist ja eh... Ah nee, ist ja nicht Länderspielpause. Was erzähle ich denn da? Müssen wir mal gucken hier. Auf Energie. Ja, Fitness. Wie sieht es bei den anderen aus? Das geht gerade noch. Bei Orban müssen wir auch mal gucken. Dann können wir auch... Ja, ich guck mal. Also es ist ja immer direkt nach dem Spiel. Ich finde, das verfälscht, wie gesagt, immer so ein bisschen. Aber wird schon seinen Grund haben. So, Gladbach, Dortmund. Oh, ganz, ganz schwer. Ungarn. Nee. Dänemark auch nicht. Vielleicht, wenn Deutschland mal anklopft. Vielleicht gehe ich dann da zur Nationalmannschaft. Aber jetzt gerade erstmal nicht. So, gegen Hoffenheim müssen wir auf jeden Fall die Verteidigung umstellen. Vorne würde ich dann mit Kalajdzic starten, sofern der ist auch nicht fit. Aber noch ein Stürmer. Guck mal, wir haben ja noch Larsen. Das ist halt das Geile. Selbst wenn der hier mal platt ist, vorne Gift Orban auch nicht so ganz fit ist, haben wir immer noch Larsen mit einer 75. Wir haben noch einen Amenda, wir haben Miller, wir haben Larsson. Wir haben zur Not noch einen Paxton Aronson. Timmy Center ist auch immer spielbereit. Rode, Foti. Also da haben wir noch ein paar Kohlen im Feuer. Das ist auf jeden Fall nicht so ganz verkehrt. So, jetzt schauen wir mal bei Inter und bei Man City vorbei. Nur ganz kurz. Einfach so, weil es mich interessiert, was sie so für Spieler haben, auf was wir uns einstellen können. Wir gucken erstmal bei Inter vorbei. Wahrscheinlich, weil das die Liga ist, die ich hier zuerst finde. Genau, so, wo haben wir hier Inter? Was haben die denn hier so für eine Truppe? Gucken wir mal. Natürlich Jan Sommer. Den kennt man. Radu, ja, sollte man auch kennen. Brasau kenne ich zum Beispiel nicht. Filip Stankovic. Dann haben sie vorne Armando Broja, der ist von Chelsea momentan, ne? Der ist auch mit der Eintracht im Gespräch. Also, welcher Stürmer ist nicht mit der Eintracht zurzeit im Gespräch? Ja, Angel Correa, auch bekannt, Esposito. Joaquin Correa, sind die irgendwie verwandt hier, die beiden? Ja, vom Alter her könnten es Brüder sein. Aber ich glaube nicht. Dann Lautaro Martinez natürlich, Esposito, Caicedo, Markus Thuram. Jason van Duyven, das ist so ein typisches Talent vielleicht. Ja, beobachten. Ja, gute Talente immer bei mir sind gut aufgehoben. Dann haben wir hier Agume, Aslani, Carboni, Nicolo Barella. Ah, das erinnert mich an Nudeln. Die Barella-Nudeln. So, Casadei, wahrscheinlich auch ein großes Talent. Ja, Potenzial. Davy Klaassen, altbekannter Mkhitaryan natürlich auch. Luna, Oristano. Sanke kenne ich zum Beispiel. Paul Wanner ist bei Inter gelandet. Auch sehr, sehr interessanter Mann. Aufregender Mann für die Zukunft. Ja, können wir auch beobachten. 18 Jahre, warum nicht? Ceballos und Verteidigung mit Bastoni, Bisek, auch eine Hammerverteidigung. Di Marco, Fontana-Rosa. Nee, Fontana-Rosa. So, dann Denzel Dumfries, Benjamin Pavard, Van Heusten, Stefan de Vrij. Also ist eine gute Truppe. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir nochmal kurz in der Premier League vorbei. Die hatten wir doch ja auch irgendwo vorne. Oder bin ich dumm? Wo ist denn die Premier League, ey? Ist sie gar nicht da? Haben sie sie abgemeldet? Wäre ja schade. Da ist doch die Premier League. Dann gehen wir nochmal kurz zu Man City. Da ist wahrscheinlich auch alles, was Rang und Namen hat. Klar, hier Ederson, Ortega. Wer hätte das mal gedacht, dass jemand aus Bielefeld bei Man City unterkommt? Zack Steffen war auch mal bei Düsseldorf, glaube ich. Ne? Dann Acuna, Akanji. Ja gut, da brauchst du einfach nur gucken. Diaz, Guardiol, Harwood Bellis. Da ist sehr, sehr viel Talent und sehr viel Potenzial vorhanden. Caboret habe ich auch bei Dortmund gehabt. Auch ein sehr, sehr guter Mann. Luke Mbeti. Und dann hier auch ganz viel Potenzial. Jeremy Doku vor allem, De Bruyne muss man nicht viel drüber sagen. Hier Matteo Kovacic, auch ein solider, auch bei Chelsea immer mit einer der besten gewesen. Mikel Oyarzabal, Rodri, Phillips, mein Gott. Und vorne natürlich Oscar Bob, Haaland, Rodrigo, Ben Knight, Phil Foden. Das knallt schon ordentlich rein. Dazu noch Julian Alvarez. Also da kommen schon zwei richtige Brocken auf uns zu. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch nicht verstecken. Wir sind, glaube ich, auch ganz gut mit dabei mit unserer Truppe. Und es muss ja auch erstmal gespielt werden. So, also, wir peilen mal Platz 1 an, obwohl wir das nicht erreichen können, weil Leverkusen momentan alles kurz und klein schießt. Na gut, also, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Karriere weiterhin verfolgen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr auch jede Benachrichtigung bekommt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Ciao, ciao.